Hallo, ich bin Stefanie Ewert. Ich habe den Lehrstuhl für Korpus- und Computerlinguistik. Das heißt, ich beschäftige mich damit, Sprache mit maschinellen Methoden auszuwerten oder maschinelle Verfahren auf Sprache anzuwenden. Im Gegensatz zu vielen anderen Computerlinguistik-Lehrstühlen, die in der Informatik angesiedelt sind, ist mein Lehrstuhl am Department Germanistik und Komparatistik in der Philosophischen Fakultät. Das ist bewusst gemacht, weil wir aus dem geisteswissenschaftlichen Umfeld die Brücke zur Technik, zur Informatik schlagen wollen. Die generative KI macht genau das, was die Computerlinguistik die ganze Zeit versucht hat. Also die Überlappung ist riesig und es ist auch so, dass das für die Computerlinguisten ein völliger Gamechanger ist. Also in kürzester Zeit hat sich alles auf diese KI-Verfahren umgestellt. Das bedeutet aber auch natürlich, dass es für mich total spannend jetzt ist, weil ich mit meinen Kompetenzen, der Verbindung zwischen Sprache und Algorithmen, genau an der Grenze da liege, wo jetzt KI untersucht werden muss. Da muss ich als erstes mal vorausstellen, dass ich KI-Skeptikerin bin. Also ich bin so ein bisschen der Gary Marcus der FAO und habe immer Bedenken. Ich sehe viele Möglichkeiten dafür, aber habe natürlich vor allem, wie eigentlich meine ganze Fakultät, das erste Reaktion war natürlich die große Sorge, kriegen wir jetzt nur noch KI-generierte Hausarbeiten? Bis jetzt ist es zum Glück nicht der Fall. Allerdings habe ich wieder eine zu sehen gekriegt, die 1:1 aus ChatGPT rausgekommen ist und auch völlig absurd war, beschrieben hat, dass sie 2 riesige Studien gemacht hätte, die eine ganze Doktorarbeit hätten füllen können. Also da gibt es gewisse Risiken. Es stellt uns vor Probleme, weil die Hausarbeit in der Geisteswissenschaft eben ein sehr zentrales Prüfungsinstrument ist. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte ist eine Grundkompetenz und es wird einfach sehr schwer, die abzuprüfen, wenn man viele Texte mit KI generieren kann. Man muss also irgendwie überprüfen können, ob diese Texte KI generiert wurden. Eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, man bewertet die Hausarbeit normal, aber hat dann noch eine mündliche Prüfung, wo die Leute erklären müssen, was sie gemacht haben oder Belege dafür liefern, wenn sie eine Studie behaupten. Und da könnte man sehr schnell überprüfen, ob das nur von KI erfunden wurde. Das andere ist, dass man einfach mehr zu Präsenzformaten übergehen müsste und zum Beispiel statt einer Hausarbeit einen Aufsatz schreiben lässt, der entsprechend kürzer ist, aber natürlich die gleichen oder zumindest Teile der Kompetenzen in einem Präsenzformat abprüfen könnte. Da habe ich mich noch nicht so ausführlich damit beschäftigt. Wie gesagt, ich bin die Skeptikerin und sehe die ganzen Probleme und überlege mir, wie man diesen Problemen begegnen kann. Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, wie man es jetzt positiv einsetzen kann. Ich sehe natürlich viele Anwendungsmöglichkeiten für die Forschung. Ich weiß, dass wenn wir zum Beispiel einen Projektantrag oder ein Paper einreichen und ein Abstract zweisprachig einreichen müssen, dann schickt man schnell durch ChatGPT, weil die Übersetzung ist inzwischen so gut, die automatische Übersetzung, dass man es mit wenigen Korrekturen dann auch belassen kann. Und eine sehr große Chance, die ich sehe, ist, dass solche KIs uns dabei helfen können, wissenschaftliche Artikel zu lesen. Also dieses Schnelllesen von den vielen tausend Veröffentlichungen, die wir in der Computerlinguistik inzwischen jedes Jahr kriegen, das ist ja kaum möglich, die alle zu lesen. Da wäre es tatsächlich vorteilhaft, die von KIs durchsehen zu lassen, um dann die interessanten vielleicht gezielter finden zu können, schon mal Zusammenfassungen zu kriegen, um dann selbst genauer reinzuschauen. Wenn man es mal versucht, ganz vereinfacht zu sagen, was die KI, die wir heute haben, die so erfolgreich ist, eigentlich tut, ist Zufallstexte zu produzieren. Das basiert auf statistischen Regelmäßigkeiten in der Sprache und deswegen klingen die Zufallstexte nicht wie zufällig aneinandergewürfelte Wörter, sondern klingen sehr überzeugend und haben auch inhaltlichen Zusammenhang. Man muss nochmal unterscheiden, dass wir hier verschiedene Systeme haben. Also man hört ja Begriffe wie generative KI, Chatbots, Large Language Models und so weiter. Die Grundlage von dem allen sind eigentlich die Large Language Models und das Einzige, was die können, ist vorherzusagen, was ist jetzt wahrscheinlich das nächste Wort, wenn ich an einem bestimmten Punkt in einem Text bin.
Dazu schauen Sie sich den ganzen Kontext an, also die neuesten Modelle wie GPT-4 haben einen Kontext von 128.000 Wörter. Die können also ein kurzes Buch oder eine lange Konversation immer im Blick behalten, wenn sie das nächste Wort vorhersagen. Und deswegen haben wir auch den Eindruck, dass die verstehen, worüber geredet wird und sich das merken können. Aber eigentlich, was die tun, ist vorhersagen an der Stelle, was ist das nächste Wort. Die schauen auch nicht voraus oder planen nichts, sondern machen nur diese Zufallstexte. Und dann gibt es die KI-Chatbots, die sind noch speziell darauf trainiert, Dialoge zu führen, weil die meisten Trainingsdaten, an denen die gelernt haben, wie ein Text aussieht, sind natürlich keine Dialoge, sondern Wikipedia, alle möglichen Webseiten, Nachrichtenartikel und dergleichen mehr. Deswegen wurden die speziell darauf trainiert, Dialoge zu führen. Das ist eigentlich das, was wir uns unter generativer KI meistens vorstellen, diese KI-Chatbots, also die dafür optimiert sind, Texte zu produzieren. Und dann gibt es noch die Instruction oder Instruct KI. Das sind Modelle, die speziell noch darauf trainiert wurden, Fragen zu beantworten und Befehle auszuführen. Denn wenn man so ein normales Large Language Model nehmen würde, das wäre nicht in der Lage jetzt, wenn ich ihm sage, eine Frage stelle oder eine bestimmte Anweisung gebe, übersetze den folgenden Text ins Englische, könnte das gar nichts damit anfangen, weil es ja die Texte, auf denen es gelernt hat, Vorhersagen zu machen, enthalten keine solchen Instruktionen. Deswegen werden die speziell darauf optimiert, Instruktionen auszuführen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Halluzinationen kommen wollen, die Halluzinationen erklären sich eigentlich dadurch, dass das Einzige, was so eine KI kann, ist, das nächste Wort vorherzusagen, also im Prinzip Zufallstexte zu produzieren. Also die hat in dem Sinne kein Wissen, die kann nicht unterscheiden, ich weiß jetzt, dass es da dieses Paper gibt und da steht was drin und ich weiß das nicht und rate gerade nur, sondern die rät einfach, was könnte jetzt das passendste nächste Wort sein. Weil die auf extrem viel Daten trainiert wurde, kommt meistens dann auch tatsächlich echte Fakten raus, die richtigen Informationen, aber manchmal kommt da eben auch was völlig anderes. Und was wichtig ist, und das ist eine, glaube ich, der Kernpunkt oder eine Kernproblematik beim Einsatz von KI überall, ist, dass die KI eben nicht weiß, wenn sie was nicht weiß. Da alles nur auf Wahrscheinlichkeiten basiert, kann sie nicht unterscheiden zwischen Wissen und Raten, sondern sie rät eigentlich immer und da, wo sie Wissen hat, also wo sie das Wissen eingespeichert ist, da rät sie fast immer richtig, aber in anderen Fällen kann sie es nicht unterscheiden und rät dann eben irgendwas anderes. Es gibt viele Beispiele ja schon, wo die KI Blödsinn erzählt. Also eins von den neuesten ist ja das Strawberry-Problem. Ich glaube, das neue Modell von OpenAI, das neue GPT-Modell, hat auch den Codenamen Strawberry, weil es die KI, also GPT-4, die ja ganz toll ist und sicher das Abitur auch bestehen würde, die kann einem aber nicht korrekt sagen, wie viele Rs das Wort Strawberry hat. Die behauptet steif und fest, da sind 2 R drin. Das kann man sich auch vorstellen, warum, weil es wahrscheinlich viele Webseiten gibt, die erklären, dass man Strawberry mit 2 R schreibt, bei der Berry, und dass da noch ein drittes R vorne ist, das versteht die KI einfach nicht. Und so gibt es viele andere Beispiele, wo man einfach sehr gut erkennen kann, dass die KI kein Verständnis hat, keine echte Vernunft und auch kein echtes Wissen, sondern viele Sachen sozusagen richtig rät, aber auch völlig falsch liegen kann und überhaupt nicht erkennt, wenn sie sich selbst widerspricht. Eine Art von diesen Beispielen sind Primzahlen. Wenn man nach Primzahlen fragt, da kann die KI oft auch richtig sagen, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Manchmal macht sie es aber auch falsch und wenn man dann anfängt nachzufragen, verheddert sie sich sofort in Widersprüche. Also die kann einem sagen, ja, die Zahl ist durch 13 teilbar und trotzdem noch behaupten, es sei eine Primzahl. Mein Tollstes war, ich habe so nach einer Primzahl gefragt. Der größten, die auf Wikipedia steht, die haben die Primzahlen bis 100.000 und dann habe ich die größte von denen genommen und danach gefragt, hat die KI richtig beantwortet, also ja, ist eine Primzahl. Und weil ich eben wieder so ein Gegenbeispiel wollte, wo es sich verheddert, wollte ich einfach nach der nächstkleineren Primzahl fragen, so lange weitermachen, bis die mal falsch antwortet. Jetzt habe aber ich den Fehler gemacht und einen Copy-Paste-Fehler gemacht und einfach dieselbe Frage nach derselben Primzahl nochmal gestellt. Und dann hat er sich ganz arg entschuldigt. Oh, es tut mir so leid, ich habe einen Fehler gemacht, das ist natürlich keine Primzahl und hat irgendwelche Teile erfunden, die völlig blödsinnig waren.
Also der ist, und daran sieht man auch, wie dieses Training läuft, also was diese kommerziellen Anbieter machen eigentlich. Deren Hauptziel ist ja nicht eine KI zu entwickeln, die besonders faktentreu ist oder besonders viel Wissen hat, also die soll halt Tests bestehen, aber vor allem wollen sie eine, die ihre Kunden zufriedenstellt. Das heißt, wenn Menschen jetzt mit der KI einen Dialog führen, sollen die nachher zufrieden sein, glücklich mit dem, was die KI macht. Und das wissen wir ja schon aus der Hochschullehre. Ich denke, dass es nicht nur mir so geht. Wenn die Studenten ganz glücklich nach Hause gehen und sehr zufrieden waren, haben sie oft nicht das optimale Lernerfolg gehabt, weil manchmal gehört zum Lernen auch dazu, dass es schwierig ist oder dass man es ein bisschen unbequem oder trockenes Material halt auch trocken mal durchackern muss. Und genau dasselbe passiert da. Die wird darauf trainiert, wenn ich dieselbe Frage nochmal stelle, dann war ich offenbar mit der Antwort nicht zufrieden, also muss sie eine andere Antwort geben, selbst wenn sie sich eigentlich ziemlich sicher war vielleicht. Also als Mensch wäre sie sich dann sicher, dass es richtig ist und würde dabei bleiben. Als KI ist einfach darauf trainiert, wenn die Frage nochmal kommt, muss die Antwort geändert werden. Der wichtigste Ansatz ist einfach, die mit noch mehr Daten zu trainieren. Und so eine Sache, die man seit der Frühzeit dieser neuen KI-Entwicklung, das hat ja schon so 2005, 2010 begonnen, bevor sich es dann zu den richtigen dialogbasierten KIs weiterentwickelt hat. Seitdem sagt man eigentlich immer, letztlich kommt es darauf an, wahnsinnig viel Rechenleistung zu haben. Also die KIs brauchen ja riesige Rechenzentren, um trainiert zu werden. Aber das Wichtige eigentlich, wo man noch was dran ändern kann, das sind die Daten. Also den Einfluss auf das Endergebnis hat eher die Qualität der Trainingsdaten als jetzt die Algorithmen, die dahinter stecken. Im Prinzip verwenden die KIs seit 10 Jahren die gleichen Algorithmen. Da hat sich nicht viel weiterentwickelt. Die werden immer mehr optimieren. Da gibt es da nochmal einen Trick, um es effizienter zu trainieren, um noch mehr Trainingsdaten oder Modellparameter reinzuquetschen. Also es ist reine technische Entwicklung. Aber die Qualität der Ergebnisse, die man beeinflussen kann, die hängt wesentlich davon ab, wie gut die Trainingsdaten sind. Und das ist genau das, was passiert. Also ihr kennt vielleicht auch, dass es es gibt ja so Benchmarks, wo OpenAI dann GPT auf verschiedene Tests, also Eingangstests für Universitäten, das Bar-Examen, also die Prüfung für Rechtsanwälte in den Vereinigten Staaten und viele andere Tests, auch mathematische Logiktests und so weiter machen das. Ich glaube, aufs Abitur in Deutschland hat man sie auch mal losgelassen und dann natürlich oft stolz berichtet, dass die da besser abschneidet als viele Menschen, also unter den Menschen dann auch schon in den besten 10-20% wäre, manchmal sogar ganz vorne an der Spitze gegenüber Menschen. Bei der GPT 3.5, also der Version, die vor gut 2 Jahren veröffentlicht wurde und damals die Welt so überrascht hat, da war es noch sehr durchwachsen. Da hat sie manche Sachen sehr toll gemacht, manche Prüfungen, in anderen Prüfungen ziemlich schlechte Ergebnisse erzielt. Und dann wurde gezielt nachgearbeitet. Und die nächste Version, GPT-4, die hat auf einmal viel bessere Ergebnisse, gerade in denen, wo GPT 3.5 schlecht war. Und was die gemacht haben, ist ja völlig offensichtlich. Die haben sich da eine Menge Prüfungen besorgt mit den Lösungen und haben das System einfach drauf trainiert, also spezifisch trainiert, bestimmte Fragen zu beantworten. Skeptiker wie ich sehen die KI auch mehr als irgendwie so einen trainierten Affen aus dem Zirkus, die lernt, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, indem sie eben Trainingsdaten bekommt und die nachahmt. Sie kann es zum gewissen Grad übertragen, aber das ist beschränkt. Das sieht man an dem, dass sie eben dann es nicht auf Logikaufgaben übertragen konnte, aber dann wird sie einfach mit so viel spezifischen Aufgaben aus der Prüfung gefüttert, dass sie die Aufgaben nachher alle beherrscht. Allerdings nur zum gewissen Grad, das dann auch wieder auf andere Domänen übertragen kann. Plus OpenAI hat jedes Jahr viele Milliarden Dollar zur Verfügung, kann also unheimliche Mengen von solchen Trainingsdaten generieren. Und deswegen ist auch so schwer zu sagen, die KI kann irgendwas nicht, weil natürlich, wenn das prominent genug wird, dieses Nicht-Können, dann wird ganz schnell nachgearbeitet und dann wird ihr exakt das beigebracht. Ich muss vielleicht ein bisschen das mit den Trainingsdaten zurücknehmen, weil natürlich man viel Entwicklung auch reinfließt, ob man andere Weisen findet, das zu trainieren, als sozusagen ohne teuer Trainingsdaten produzieren zu müssen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen. Das eine ist natürlich Nutzerfeedback. Die ganzen Eingaben, die wir bei GPT machen, vor allem bei der kostenlosen Version, also wenn man diesen kostenlosen Account nutzt, werden natürlich die ganzen Eingaben aufgezeichnet. Feedback wird aufgezeichnet. Man kann ja dann irgendwie ein Like oder ein Dislike machen zu einer Antwort. Oder auch wenn man die Antwort einfach nochmal
sich generieren lässt. Das kann man auch machen. Das wird natürlich aufgezeichnet als Hinweis darauf, dass der Mensch mit der Antwort nicht zufrieden war. Und dann versuchen Sie das Modell zu trainieren, dass es in dem Fall eine andere Antwort gibt oder eher die Antwort produziert, die ein Like hat, als die den Dislike hat. Sowas nennt man Reinforcement Learning, dass man sozusagen am Ende des Dialogs erst ein Feedback kriegt, ob der gut war oder nicht. Ist auch ein altes Gebiet eigentlich im maschinellen Lernen, das jetzt hier übertragen wird. Oder man versucht, andere KIs zu entwickeln, die die KI bewerten und die sich dann praktisch, dass sich die KI selbst trainieren kann. Also ich glaube, für mich persönlich ist die wichtigste KI-Kompetenz zu verstehen, dass die KI kein Mensch ist oder kein intelligentes Wesen, sondern ein Werkzeug. Wenn wir die als Werkzeug, wenn wir die zum Übersetzen verwenden und dann in der Lage sind, die Übersetzung auch nochmal nachzukontrollieren, zu überarbeiten, dann ist es eine große Arbeitsersparnis und oft sind die Übersetzungsergebnisse besser als das, was wir als Laie selbst übersetzen würden, weil es eben einen riesigen Wortschatz hat, viele Übersetzungen, viele Redewendungen kennt. Und genauso gibt es viele andere Sachen, wo wir die als Werkzeug, zum Beispiel Programmieren als Werkzeug einsetzen können. Die KI als jetzt ein intelligentes Wesen, als sozusagen ein Mitarbeiter, als Kollege oder so zu betrachten, da wird es problematisch, weil wir dann anfangen, der KI blind zu vertrauen. Also wo wir die selbst machen lassen und dann vertrauen, dass sie eine Aufgabenstellung komplett lösen kann, da sehe ich Probleme oder Gefahren, dass man eben dann die vielen Fehler der KI oder irgendwelche Biases, die noch drin versteckt sind oder Manipulationen einfach mit übernimmt. Wenn wir es nur als Werkzeug verwenden und sozusagen für Einzelaufgaben von der KI machen lassen und das Ergebnis auch immer noch mal selbst anschauen, dann ist es einfach ein sehr nützliches Werkzeug. Mit der Vorherrschaft der kommerziellen, vor allem amerikanischen und teilweise auch chinesischen Unternehmen geht natürlich auch ein großes Datenschutzproblem einher, weil tatsächlich die Daten ja nach Amerika übertragen werden. Also wenn wir bei GPT was machen, werden die auf amerikanische Server übertragen, dort ausgewertet. Man kann natürlich, wenn man einen kommerziellen Account, also einen bezahlten Account hat, kann man schon einstellen, dass sie die Daten nicht behalten und fürs Training nutzen sollen, aber wir haben keinerlei Kontrolle und keine Prüfmöglichkeiten. Deswegen ist es für viele Daten, also alle Daten, die irgendwie personenbezogene Informationen enthalten, die unter die DSGVO fallen können, ist es eigentlich völlig illegal, die an GPT zu schicken. Und ich denke auch vieles, was wir tun, also ich weiß nie, ob es ganz scherzhaft ist. Manche Kollegen sagen ja schon, dass sie Hausarbeiten dann von GPT bewerten lassen, weil das kann das genauso gut wie sie selber. Wenn man jetzt eine Hausarbeit in GPT eingibt, ist das eigentlich möglicherweise schon ein Datenschutzverstoß, je nachdem, was in der Hausarbeit drin steht. Und das ist ein ganz großes Problem, vor allem für Anwendungen. Also einerseits natürlich kommerzielle Anwendungen, da ist es ja oft auch, wenn man mit irgendwelchen Daten arbeitet, die personenbezogen sein können oder die Geschäftsgeheimnisse enthalten könnten, darf man die eigentlich nicht einfach an GPT weitergeben. Aber auch für die Forschung, wo wir natürlich oft auch mit solchen Daten aus Experimenten, Corpora, also Textdaten arbeiten, da sind oft auch Sachen enthalten, die diese Daten unter den DSGVO-Schutz fallen lassen. Dann können wir zwar damit Forschung machen, aber die müsste eigentlich unter kontrollierten Bedingungen unter eben den Regeln der EU erfolgen. Die beste Lösung wäre natürlich, wenn wir eigene Modelle in der EU haben, zumindest Firmen in der EU, die auch diese Datenschutzvereinbarung unterzeichnen, wo der Datenschutz sichergestellt ist. Idealerweise natürlich noch eigene Modelle an den Universitäten, sodass kritische Daten gar nicht das Haus verlassen müssen. Da haben wir eben das Problem, dass die nicht mithalten können mit den besten kommerziellen Modellen. Eine andere Lösung, die, wie ich so höre, in der Wirtschaft jetzt auch viel überlegt wird, ist, dass man die Daten anonymisiert, bevor man sie überträgt. Also sozusagen alle Texte automatisch anonymisieren lässt, dann von der KI bearbeiten und dann wieder zurückkriegt und dann halt die Anonymisierung rückgängig machen muss, wenn man diese personenbezogenen Informationen auch in der Auswertung braucht. Also das könnte ein Modell sein, mit dem man das umgehen kann. Setzt natürlich voraus, dass man zuverlässige Anonymisierung schafft.
Es ist ganz schwierig zu sagen, wie sich die Welt durch die KI verändern wird und vielleicht noch schwieriger zu sagen, wie sich die Hochschullehre speziell durch die KI verändert. Ich glaube, wir sind jetzt auch die nächsten 5 Jahre werden da auch eine ganz entscheidende Phase sein. Es ist schon sehr viel passiert und es wird jetzt noch rasant weitergehen. Also ich denke, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren da sehr einschneidende Veränderungen kommen. Aber wie genau die ausfallen und wie groß der Einfluss der KI letztlich wird, wie sehr die dann unsere ganze Lebenswelt oder den Wissenschaftsbetrieb und eben auch die Hochschullehre durchdringt, das ist, glaube ich, noch völlig offen. Also da kann man nur spekulieren. Ich glaube schon, dass es eine Umwälzung geben wird durch die KI. Das ist natürlich mein Fachgebiet, die Computerlinguistik ist besonders davon betroffen, weil die KI genau all das macht, was die Computerlinguistik die ganze Zeit erforscht hat oder versucht hat, mit einfacheren Verfahren zu erreichen, kann jetzt die KI durch riesige Rechenleistung zum Großteil schon machen. Und dadurch hat sich natürlich auch dieses Fach total verändert. Ich denke auch, dass in der Hochschullehre, also ich glaube, individuell werden die Hochschullehrer und Forschenden werden in immer größerem Maße dann auch KI-Tools nutzen. Ich glaube, das zeigt sich jetzt schon sehr deutlich, gerade zum Programmieren, um Texte zu formulieren, um Texte zu übersetzen. Da kann man sich mal vielleicht von der KI was faseln lassen und dann noch ein bisschen anpassen. Also es gibt viele Sachen, wo man das nutzen kann. Und ich denke, dass wir es in der Lehre nicht vermeiden können. Also dass wir tatsächlich sehr bald anfangen müssen, unseren Studierenden beizubringen, wie sie sinnvoll KI-Werkzeuge einsetzen, ohne dass sie die ganzen Texte von KI schreiben lassen. Also das ist, ich glaube, momentan habe ich den Eindruck bei den Hausarbeiten, die wir bisher, zumindest in meinem Studiengang kriegen, dass die meisten Studierenden gar keine KI verwenden. Das sieht man meistens daran, dass halt viele Fehler, dann sprachliche Fehler auch drin sind oder Schwächen drin sind, die der KI nicht passieren würden. Aber dass es auch authentisch klingt. Und andere, die sich tatsächlich ganz von der KI schreiben wollen und dann ist halt so etwas faselig und kommt nicht auf den Punkt. Für mich ist immer das Kennzeichen, ob was von der KI ist. Wenn es nicht auf den Punkt kommt, dann ist es wahrscheinlich von der KI oder von halt jemand, der oder die Textproduktion schlecht beherrscht. Die Guidelines, die jetzt die Universität für den Einsatz von KI machen sollte, das ist ja eigentlich, da kommen wir ja schon fast ins Niveau von Gesetzgebung und ein gutes Gesetz braucht meistens Jahre und das, was danach rauskommt, ist oft nicht mal ein gutes Gesetz, weil es immer noch Lücken hat. Ich denke, ein Regulierungsbedarf besteht tatsächlich bei Hausarbeiten und Abschlussarbeiten, weil ein völliges KI-Verbot nicht überprüfbar wäre und auch nicht der Realität entspricht. Also man will ja in der Abschlussarbeit prüfen, dass die Leute die Kompetenzen haben, die sie später nach dem Studium brauchen. Und wenn sie natürlich nach dem Studium mit KI-Unterstützung arbeiten, wäre es wieder unsinnig, das in den Hausarbeiten völlig zu verbieten und in der Abschlussarbeit. Andererseits sind wir natürlich schnell beim Plagiat oder der fremdgeschriebenen Arbeit, wo nicht mehr eine eigenständige Leistung ist. Und jetzt festzulegen, was ist zulässig und wo ist die Grenze, das ist eine extrem schwierige Sache. Das nachher nachzuweisen, zu überprüfen, ist wahrscheinlich sogar ganz unmöglich. Aber natürlich, wenn man diese Regeln vorgibt, die meisten meiner Studierenden haben meinem Eindruck nach keine Betrugsabsichten. Also selbst wenn man es ihnen leicht machen würde, tun sie das nicht, sondern versuchen selber ihre Sachen zu lösen. Also man muss den Studenten auch Vertrauen entgegenbringen. Aber natürlich, wenn es Regeln gibt, dann hilft es schon mal zu sagen, das sind die Erwartungen, die wir haben und die meisten werden sich von selbst dann an diese Erwartungen halten. Aber wie man das formulieren kann in Richtlinien, das finde ich eine extrem schwierige Frage. Und natürlich sollte den Lehrenden eher verboten werden, dann Hausarbeiten mit KI zu bewerten lassen. Auch das ist wieder fließend, das Ganze mal von der KI zusammenfassen lassen oder auf Fehler prüfen zu lassen, kann ja wieder nützlich sein. Aber letztlich muss man natürlich selbst zu seiner Bewertung kommen. Aber dazu sind wir nur bereit, wenn auch die Hausarbeiten nicht von KI geschrieben werden. Also die Horrorvision, das Horrorszenario, das wir alle haben, ist, dass alle Studierenden ihre Hausarbeiten von der KI schreiben lassen und wir dann die von der KI bewerten. Und letztlich ist gar kein Mensch mehr beteiligt. Also sozusagen die Kommunikation zwischen den Menschen wird von KI vermittelt, die es in ihre Sprache übersetzt und aus ihrer Sprache dann wieder in ordentliches Deutsch zurück übersetzen muss. Für Tipps bin ich als Skeptikerin wahrscheinlich nicht die beste Adresse, weil ich erstmal natürlich zur großen Vorsicht rate.
Ich wiederhole mich natürlich ziemlich, aber ganz wichtig finde ich eben zu begreifen oder sich immer klar zu machen, dass die KI nicht intelligent ist, dass die KI keine Vernunft hat im menschlichen Sinne, sondern dass sie ein Werkzeug ist und dass sie für spezialisierte Aufgaben am besten eingesetzt werden kann. Was die Erfahrung mit dem Prompting auch gezeigt hat, ist, es kommt ja ganz sehr darauf an, dass man die richtigen Prompts formulieren kann, dass man also weiß, wie man mit der KI arbeitet. Da kann ich leider keine Tipps geben, weil ich das selber noch viel zu schlecht beherrsche und weiß auch sehr schwierig ist, das wissenschaftlich zu untersuchen, weil sich die KIs ja ständig weiterentwickeln und das Ganze einfach nur auf Probieren und Erfahrung basiert, wo Leute sich ausdenken, wie könnte jetzt der Prompt besser funktionieren, und wenn sie dann was finden, wo das besser ist, können sie es veröffentlichen und dann greifen andere das auf. Aber ich glaube, keiner hat so richtig eine Ahnung, ob wir schon die richtigen Prompts haben, ob man mit dem anderen Prompt noch ein viel besseres Ergebnis kriegen könnte. Also da hilft wahrscheinlich nur Erfahrung sammeln, und ganz wichtig wäre, glaube ich, Wissen generieren an den Universitäten, systematisieren und auch der Austausch. Also nicht nur sozusagen der Austausch in der KI-Selbsthilfegruppe der Philosophischen Fakultät, sondern eigentlich eine gezielte wissenschaftliche Sammlung von den Zusammentragen von Informationen und eben auch eine fundierte Aufbereitung, dass wir da Handreichung geben können. Eine Sache, die man oft hört, ist, dass KI durch sogenannte Chain of Thought Prompts, also wo man der KI eigentlich sagt, sie soll Schritt für Schritt eine Aufgabe lösen und nicht einfach nur die Antwort produzieren, dass das oft bessere Ergebnisse gibt. Weil einfache Schritte kann die KI, komplexere Gedankengänge nicht. Und wenn wir sozusagen als Mensch vorgeben können, welche Schritte müssen da ablaufen, um zum Ergebnis zu kommen, dann kann die KI vielleicht jeden einzelnen Schritt richtig machen.